Hallo und herzlich willkommen im Rückwärtsgang. Früher war nicht alles besser, aber anders. In diesem Fall hier bedeutet das Größe, Stärke und Luxus. Es ist der Opel Diplomat B Langversion V8. Und ob dieses Auto viel zu bieten hat heute auf unserer kleinen Entdeckungsreise, ob es eine wahre Alternative war zu den Top-Mercedes seiner Zeit, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. So, dann schauen wir mal dem Maxi Diplo unter die lange Haube. Das geht ganz von selbst fast, denn das sind schöne dicke Federn. Die stemmen die Haube und halten sie ja auch. Was gibt es hier zu sehen? Einen 5,4 Liter V8 90 Grad Winkel, so ist der Hubraum. PS hat er, 230 PS, die liegen bei 4700 Touren an und das maximale Drehmoment, das liegt bei 430 Newtonmetern. Zwischen 3000 und 3200 Touren steht uns da diese bärige Kraft zur Verfügung. Es ist nicht der einzige Motor, den es hier für den Diplomat gab. Es gab auch eine kleinere Maschine mit 165 PS, ein 2,8 Liter Sechszylinder. Und so ein Motor zum Beispiel fand auch in der Corvette seinerzeit Platz. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, jetzt und gleich quer durch Deutschland mit diesem Auto zu fahren. Man sitzt hier so bequem. Man hat eine gute Belüftung, man ist gut gekühlt, man hat eine gute Übersicht, wie das bei alten Autos ist. Schöne schmale A- und B-Säule, die C-Säule ein bisschen dicker, aber auch alles noch im Rahmen. Ja, das macht richtig Spaß. Und jetzt können wir mal hier ab grob 20 voll auf den Pinsel latschen. Das müssen wir eben einmal leider heute antun, um so ein bisschen die Dynamik abzuprüfen. 230 PS, viel Kraft, 60, da haben wir geschaltet, 80 und 100. Der zieht erstaunlich spritzig durch. 1,7 Tonnen haben wir ja hier Leergewicht. Ja, es ist super. Es ist nicht ultra sportlich, aber das ist ja auch eine Langversion eines Luxusautos. Ich finde, das würde gar nicht so sehr passen. Ich finde das hier angemessen. 11 Sekunden vergehen auf 100 km/h. Das Doppelte, 200 km/h, das schafft er in der Spitze und das kaufe ich dem Auto auch ab. Zack und wieder drauf, einmal kurz zurückgeschaltet, total unmerklich zurückgeschaltet, jetzt nochmal kurz den nächsten Gang reingeschoben. Das passiert auf Weltklasse-Niveau. Ganz sanft kommen die Gänge nachgeschoben. Cool. Das Lenkrad liegt echt ja ganz gut in der Hand, ist nicht so spindeldürr wie sonst manche Lenkräder früher. Doch, wenn man umsteigt jetzt von einem modernen Auto, dann darf man sich nicht erschrecken. Es ist so ein bisschen wie in den guten alten Filmen, die Schauspieler sitzen in einem Cockpit vor einer Leinwand und lenken wie wild, teils übertrieben wirkend so herum und es passiert gar nichts. Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, wenn die Kurve kommt, sollten wir am Kopf schon vorbereitet sein. Wir können erstmal das Lenkrad ein bisschen was bewegen, bis denn dann auch wirklich der Richtungswechsel eingeleitet wird vom Fahrzeug. Und wenn wir dann am Volant mal so weit gedreht haben, dass wir das Fahrzeug auch ernsthaft lenken, dann haben wir auch einen stabilen Gegendruck. Nicht sportlich, Limousinen-like, aber stabil. Das ist gut. Und auch das Rückstellmoment. Das heißt, ich fahre durch die Kurve und das Lenkrad stellt sich von selbst wieder so ein bisschen gerade. Ist gegeben, nicht überaus ausgeprägt, aber da kenne ich Luxuslimousinen der letzten Jahre für über 300.000 €, die das nicht besser machen. So, jetzt legen wir uns hier nochmal in die Kurve. Das Auto ist komfortabel, die Lenkung lässt sich bitten. An der Links-Rechts-Passage, jetzt gucke ich mal noch mal ein bisschen aufs Fahrwerk. Ja, der taucht schon ein in die Federn. Wenn man das aber alles richtig timet, das ist ein bisschen eine Trainingssache. Wann kommt die Lenkung so richtig? Wann setzt er sich in die Federn? Wie federt er vorne, wie federt er hinten? Dann kann man da schon eigentlich ganz flott durchdüsen. Hier nochmal eine engere rechts. Einbremsen, jetzt kommt die Federung und rum. Was einfach nur fantastisch ist, das sind diese riesen Lenkwinkel.
USA, das rief man damals dem 38. Präsidenten der USA, Gerald Ford, in Bonn zu, als er auf Staatsbesuch war. Und das ist hier nicht nur eine Flagge, sondern nämlich eine Standarte. Hier vorne gibt es eine Vorrichtung, das einmal rein und einmal hoch und fertig. Deutsch-amerikanische Freundschaft. Das passt sehr gut zu diesem sehr amerikanischen deutschen Auto. Und ja, der Opel Diplomat war damals Teil der Kolonne des Präsidenten. Wir haben es ja hier mit der Langversion des Diplomat B V8 zu tun. Ich habe hier mal das Maßband grob angelegt. Das heißt, das Auto ist 13 cm länger geworden und der Radstand wächst auf ordentliche, ja, knapp über 3 Meter. Und insgesamt ist das Auto... Es sind 5,5 Meter. Selbst so ein heutiger Opel Insignia Sportstourer hat noch einige Zentimeter weniger. Das ist gerade für die damaligen Verhältnisse ein Riesenauto. Stellen wir uns einen Golf 1 daneben vor oder anderes. Opel Kadett zum Beispiel. Das nimmt ja fast gefühlt das Doppelte an Parkfläche ein. Ein richtiger Kavenzmann, wie man bei uns im Rheinland sagt. Also wirklich, wirklich was Besonderes. Und wie viele Diplomat B sind denn eigentlich seinerzeit entstanden? Seinerzeit, das war 1969 bis 1977 und 18.725 Exemplare verließen die Werkshallen. Davon 40 dieser Langversion. Damals kostete das Auto rund 20.000 Mark. Heute können wir Mark streichen, Euro hintersetzen, auch ein bisschen die Schraube andrehen. Nämlich zwischen 22.000 mindestens und 30.000 Euro sind auf jeden Fall dahin zu blättern für ein gut erhaltenes Exemplar. Geiles Geräusch, Entschuldigung, muss ich so sagen. Richtig cool. Der Seitenspiegel, der ist schon fast hier auf Nasenhöhe. Schön im Metall eingefasst, super. Gibt es hier vorne in der Ecke sogar eine Verstellmöglichkeit für. Der hat eine Tiefe, richtig toll. Und hier gibt es noch eine kleine Kurbel, die ist auch im Metall ausgeführt. Und damit kann ich hier das kleine Dreiecksfenster vorne auch nochmal öffnen. Das ist super. Auch alles andere hier ist schön ausgeführt. Wir haben hier blaues Kunstleder, passt zum Auto. Wir haben Holzfurnier. Und hier, das ist eins meiner Highlights, hier ist nämlich eine Lampe drin, nicht für oben, nicht für vorne, sondern es hat hiermit zu tun. Früher wurde ja kräftig geraucht, gerade in Diplomatenkreisen, da haben wir die dicke Zigarre, dann zieht man den Aschenbecher raus, fährt im Dunkeln, weiß gar nicht, wo muss ich denn da hinaschen mit dem dicken Ding hier. Aha, dann drücke ich hier oben drauf und der Knopf ist gleichzeitig eine Lampe. Und dann kommt aus dem Knopf Licht nach unten und ich weiß, wo ich meine Asche hin entlassen kann. Um in so einer Luxuslimousine ausreichend Federungskomfort zu generieren, da gab es ja immer verschiedene Konzepte. Da gab es hydraulische Systeme, pneumatische Systeme, Luftfederungen erste. Und er hier setzt auf eine sogenannte de Dion-Achse hinten rum. Das ist mal vereinfacht ausgedrückt, um euch komplizierte technische Grafiken und Co. zu ersparen, eine Achse, die es weniger ernst mit dem Sport meint, einigermaßen, aber noch viel mehr auf Komfort geht. Und das funktioniert erstaunlich gut. Jetzt kommen hier nochmal so kleine Bahnschwellen. Da gleitet er total gut drüber. Ich kann hier wirklich Turnübungen vollbringen, vielleicht sogar ein Rad schlagen. Es ist irre viel Platz. Richtig weit nach vorne kann man sich erstrecken, richtig hinlümmeln, auch einmal quer durch Deutschland fahren und richtig gemütlich schlafen. Denn die Polsterung der Rückbank, die ist auch richtig bequem und toll gelungen. Ein Lümmelsofa hat man früher gesagt. Super. Auch hier hinten zieht sich's durch mit dem Blau. Und diese Kissen, die habe ich nicht mitgebracht, sondern die liegen hier schon drin. Diese Kuschelkissen riechen noch gar nicht so alt, sind noch ganz frisch. Und dahinter verbirgt sich eine Mittelarmlehne. Mit so einem Doppelgelenk kommt die hier raus. Nachvollziehbare Mechanik, herrlich. Ganz wichtig natürlich, auch hinten darf geraucht werden. Und dann greift man hier zum Aschenbecher, dem metallenen, hier eingelassen. Aluminium, wie beim Campingkocher, sieht nur hier ein bisschen schöner aus. Und es gibt noch hier so einen kleinen Dreh, nämlich einen Dreh mit der Lampe. Man war ja geschäftig hier hinten drin, Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner. Da muss er nochmal durchgegangen werden durch den Vertrag mit der großen Hansa-Firma.
Dann kommen wir nochmal zum Thema Sound. Wir haben hier diesen wunderbaren, kräftigen V8 unter der Haube. Wenn ich jetzt hier drauf trete, dann ist das Geräusch nicht überhörbar, aber überschaubar. Man hört schon was. Man hört auch, dass es ein V8 ist. Aber es passt zu der Luxuslimousine, dass sie sich nicht aufdrängt vom Sound her. Wollen wir einmal kurz über die Verbräuche sprechen? Einfach nur mal ganz kurz. Soll hier nicht das Wichtigste sein. Man kann den fahren mit 13 Litern für einen dicken, alten, großen V8 mit keiner ausgefeilten Aerodynamik. Eigentlich sogar echt noch okay. Wer es fliegen lässt, kann aber auch bis zu 30 Liter durch die Schläuche fließen lassen. Ja, so, habt ihr das mal gehört? Nicht nur Schauspieler, Stars und Sternchen fuhren den Diplomat, sondern natürlich auch Diplomaten. Und was hat so ein Diplomat? Ein Diplomatenkoffer. Wie viel da so in den Kofferraum des Diplomaten reingeht, schauen wir uns mal an. Aha, also ehrlich gesagt, richtig viel. Das ist auch unter heutigen Maßstäben ein richtig ordentliches Kofferraumabteil. Wie damals üblich, lassen sich die Rücksitze nicht umlegen. Ist hier aber auch nicht so richtig nötig. Das ist viel Kofferraum. Viel Kofferraum. Das ist jetzt immer so relativ für euch. Ich zeige es euch mal anhand des Maßbandes, was das ungefähr bedeutet an Ausmaß. Wir haben eine Tiefe von hier rund 1,27 Meter. Richtig viel. Und ich habe es eben schon mal ausgemessen. Wir kommen hier richtig weit nach außen, hier direkt an die Außenstahlwand, an das Blech ran, mit einer kleinen Verkleidung. Und wenn wir den Reifen rausnehmen, dann haben wir hier fast 1,60 Meter Breite. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Das klingt fast so ein bisschen was wie der Autoscooter. Früher, wenn es beim Autoscooter wieder losging. Der Diplomat hat hier eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Föhngeräuschen von der Lüftung her. Ich kann das hier mal so hochfahren. Wenn ich jetzt hier drehe, dann klingt das ein bisschen mehr nach dem kleinen Haartrockner. Der lässt sich unglaublich viel regeln und einstellen. Insgesamt haben wir so viele Lüftungsdüsen hier. Das ist schon ganz ulkig. Und was für ein riesen Highlight. Der Opel Diplomat B V8 Langversion. Ein Genießerauto, ein kuscheliges Auto, ein kräftiges Auto, ja, dynamisch eher begrenzt. Ein Auto, mit dem bist du der Boss auf der Straße, ohne die zu breite Brust zu markieren.